Wie ihr an der Überschrift erkannt habt, geht es heute um Westalgie. Ja, Ostalgie gibt es ja schon zur Genüge, das kennt ja jeder, ne? Aber was ist jetzt Westalgie? Ich habe ja persönlich schon DDR-Museum besucht. Ne? Gibt es auch 2 Videos oder mehrere Videos in meiner Playlist Sightseeing. Einmal von DDR-Museum Pirna und einmal von Karlau, glaube ich, war ich da. Ja, und ein paar andere Sachen noch. Aber es gibt kein Museum über die West-BRD. Ne? Klar könnte man jetzt argumentieren, ja, ein Museum über die DDR gibt es halt, weil es die DDR nicht mehr gibt. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die BRD, die West-BRD, wie sie zu Bonner Zeiten noch war, gibt es heute auch nicht mehr. Ne? Anfang der 90er Jahre ist die zwar noch weitergegangen, ne? Solange wir den Helmut Kohl noch hatten, war da eine Kontinuität mit drin von der West-BRD. Ne? Aber dann spätestens mit dem Schröder hat sich das aufgehört und heutzutage sind wir ja in einem ganz anderen Land und die Freiheit, die wir früher hatten, vor allem in den 90er Jahren, die haben wir heute ja nicht mehr so. Ja, ich kann mich noch erinnern, die 90er Jahre, ich persönlich war ja Helmut Kohl-Fan und ich hatte ja in meinem Bekanntenkreis Leute, die waren SPD. Ne? Und man konnte noch über die Themen diskutieren mit den Leuten, man war unterschiedlicher Meinung, man konnte aber noch diskutieren. Ne? Und heutzutage, wenn du was sagst, was jemand anderen nicht in sein Weltbild passt, da wird man sofort beschimpft und beleidigt. Ne? Das ist also, Diskussionskultur gibt es heute keine mehr. Und deshalb sage ich, gibt es auch die BRD, wie sie mal war, nicht mehr. Und jetzt wollen wir mal schauen, was müsste denn in so ein BRD-Museum rein. Also wir machen den Schnitt 1990, vor 1990 die West-BRD. Und was gab es denn da vor 1990, was wert wäre in so einem Museum auszustellen? Da muss man natürlich gleich mal den VW Käfer benennen, weil das war ja das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit, das Auto der Wirtschaftswunder. Ne? Und das gehört da unbedingt mit dazu. Und ja, für mich persönlich gehört noch der Mercedes W123 und 124 als Taxi dazu. Ja, das war zwar nicht Wirtschaftswunderzeit, sondern erst später, aber ich meine, Wirtschaftswunderzeit habe ich ja persönlich nicht miterlebt. Ja, ich bin ja erst in den 70er Jahren geboren und für mich war halt diese W123 und W124, das gehört für mich zur West-BRD dazu und natürlich auch die S-Klasse dazu, die 116er hatte ich selbst mal gehabt. Ne? Das ist der mit den doppelten Stoßstangen und ein W126er hatte ich zwar nicht, der gehört aber auch noch mit in die Reihe mit rein und ich habe dann noch den W140 gehabt, der ist aber nach 1990, von daher kommt er nicht mehr mit in das BRD-Museum mit rein, weil wir wollen uns ja bis 1990 beschränken. Ja, und Wirtschaftswunder, wenn ich an diese Wirtschaftswunderzeit denke, ich habe da mal so eine Doku gesehen im Fernsehen und da wurde das Lied von Bill Ramsey, ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Ne? Und wenn ich an die Wirtschaftswunderzeit denke, dann kommt mir dieses Lied immer in den Sinn und der Bill Ramsey. Und dann gab es noch so ein Lied, Wähle 333 auf dem Telefon. Das war aber nicht der Bill Ramsey, das war irgendjemand anders, keine Ahnung. Und was man natürlich im Punkt der Musik jetzt noch dazu nehmen muss, wenn man über Westdeutschland spricht, da gehört natürlich die ZDF-Hitparade dazu. Und der, wie hieß der, Dieter Thomas Heck. Obwohl und die Musik, die da dabei war, naja, das ist jetzt nicht so mein Ding, ne, aber
der Vollständigkeit halber gehört es halt dazu. Und ZDF, da gehören natürlich auch die Mainzelmännchen mit dazu. Das ist auch ein Punkt, was mit zum typisch Westdeutsch war. Und da machen wir, wenn wir Fernsehen sind, gleich mal einen Sprung zur Fernsehwerbung. Na, Fernsehwerbung fällt mir ein. Westdeutschland, also natürlich diese Clementine, was war das für Waschmittel? Ariel, glaube ich, ne? Und dann dieses HB-Männchen da, der immer in die Luft gegangen ist. Ne? Das gehört für mich mit dazu. Dann, ich habe mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Ja, natürlich, wie kann man das jetzt, natürlich die D-Mark, weil was wäre Westdeutschland ohne D-Mark? Ohne D-Mark wäre Westdeutschland überhaupt nichts gewesen. Ne? Das gehört natürlich mit dazu. Und man darf es auch nicht nicht vergessen, die Care-Pakete, also die Pakete, die von USA in der Westen gingen, ne, nach dem Krieg. Ne. Das haben also die Wessis auch gehabt. Diese Westpakete, nur dass die halt noch weiter vom Westen kamen. Ne. Dann, ja, frisurmäßig Fokuhila, das ist jetzt nichts typisches Westdeutsches, sondern das ist typische 80er Jahre, weil das gab es auch im Osten, diese Frisur, ne? Vorne kurz, schön angepasst und hinten lang. Ne? Also vorne Business, hinten Rebell, aber Fokuhila, die Bezeichnung gefällt mir eigentlich besser. Ne? Ja, und was war noch typisch Westen? Die Bonner Perspektiven, also der Bonn, das war so eine Politsendung. Ne? Bonn als Hauptstadt, vor allem, wenn du dir mal überlegst, wenn die Journalisten irgendwas von Bonn gemeldet haben, da haben die immer Bonn vorneweg gesagt, Bonn, ne? Und von Berlin, das kannst du nicht so Hammer hauen, ne? Weil Bonn kannst du richtig, ne? Aber Berlin, das klingt irgendwie gleich melodischer. Ne? Und irgendwie war es, naja, dieses Bonn, ich bin mal in Bonn gewesen, das war allerdings schon nach 1990, aber das war irgendwie so ein verstaubtes Provinznest. Das war für mich nicht irgendwie die Hauptstadt von einem Land. Ne? Also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das war halt so, und so entsprechend war die BRD auch international eher zurückhaltend und Ding und das finde ich sogar besser wie damals. Ne? Diese Zurückhaltung, nicht so wie heute, wo man meint, man müsste auch Hilfs-Sheriff spielen für die Weltpolizei USA. Ne? Also da bin ich nicht so einverstanden damit, was man da heutzutage macht. Ne? Und das war früher also besser, sich aus den Kriegseinsätzen und so weiter zurückzuhalten und der Ball flach zu halten, wie man so schön sagt. Ne? Und der Ball ein Begriff aus dem Fußball zu nehmen. Und das gehört natürlich dann auch unbedingt in ein Westmuseum mit rein. Also die Fußball, ne, 1954, die Weltmeisterschaft, ne, mit dieser Übertragung da, wo es dann heißt, aus, das Spiel ist aus. Ne. Und dann natürlich auch 74 war, glaube ich, die andere Weltmeisterschaft, wo der Weltmeistertitel geholt wurde. Und man kann noch 1990 mit reinnehmen, weil wir haben ja gesagt, 1990 ist die Grenze, aber das kann man noch mit reinnehmen da in dem Punkt. Ne? Also fußballmäßig. Das würde ich sagen, das passt auch noch mit in ein Westalgie-Museum rein. Tja,
das wären jetzt die Punkte, die mir dazu einfallen würden, wie man so ein Museum gestalten könnte, was da alles mit dazugehört. Sollte ich was vergessen haben, was eurer Meinung nach wichtig wäre, könnt ihr das ja jetzt in die Kommentare unten schreiben, was da unbedingt noch mit rein sollte in so ein Westmuseum. Und dann schauen wir mal, was wir da draus machen können. Und vielleicht gibt es ja irgendwann jemanden mal, der diese Idee umsetzt. Ne? Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und tut den Kanal abonnieren und lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.